Hallo zusammen, willkommen bei Nerd-Gedöns. Ich bin der Olli und ja, das hier ist wieder eine Reaction. Es kommt aber auf jeden Fall jetzt am Wochenende noch mindestens ein normales Video, ihr wisst, was ich meine. Und zwar einmal Hollywood auf jeden Fall und eventuell, wenn heute Abend alles klappt, sogar wieder ein neues Format. Lasst euch überraschen, wie immer. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt an, weil die ist ja nicht so kurz, die Präsentation hier. Ich habe sie noch nicht gesehen, also die Indie World von Nintendo, die am 11.05. jetzt lief. Und ich habe keine Ahnung, was da kommt. Ich habe auf Twitter nichts gesehen. Mehr als die Startbildschirme oder so sind mir nicht bekannt. Also, los geht's. Hello and welcome to Indie World. I'm Ariko. And I'm Amber. Ich lasse die Untertitel mal an, ne? Für, ich weiß ja nicht, ob einer von euch oder einige von euch lieber Deutsch lesen. From Sweden to Australia and Japan. And we can't wait to see what they've been cooking up. So let's get started. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist das... Oh, das kommt mir bekannt vor. Ist dieses Pokémon... das hat so einen komischen Namen, glaube ich, ne? Temco oder so ähnlich. Potemki, keine Ahnung. Irgendwas Merkwürdiges, glaube ich. Also Pokémon mit Farming-Simulator, glaube ich, gemischt. Und ein Sammelkartenspiel scheinbar. Ja, sieht nett aus, aber für mich persönlich jetzt nicht unbedingt sowas, worauf ich heiß bin, muss ich sagen. Ublets, so war es, ja. War ich nicht nah dran, aber ich wusste, es war ein komischer Name. Don't you just love games that are cozy and weird? Oh, I absolutely do. This charming creature collection and farm simulation game from Glumberland has everything to give you the warm fuzzies. Grow and train adorable little creatures called Ooblets as you cultivate new life in the blossoming community of Badgetown. Customize your character. Befriend the locals. Decorate your house. Run your own shop. Ich mach mal ganz kurz Pause. Ja, also es ist wohl so eine Art Mischung aus Stardew Valley und Pokémon, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wobei jetzt hier Run Your Own Shop, das haben wir, glaube ich, bei Stardew Valley nicht gehabt. Ne? Also ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Damals ziemlich viel, also für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Also irgendwas über 120 Stunden, meine ich, bei Steam. Das war schon ein paar Jahre her. Keine Ahnung, was da noch für Upgrades kamen danach. Klar, man hatte seine Box neben dem Haus, wo man was reinschmeißen konnte, aber mehr habe ich da an Shop nicht in Erinnerung. Außer jetzt zum Kaufen natürlich. Aber ich rede zu viel, ich kürze das Ganze mal ab. Ne? And most importantly, have epic dance battles. You can even dress up your Ooblet pals and travel to different locations. Visit the arcade-packed boardwalk in Port Forward. Saunter through the spooky swamps of Nowhere and ascend the frozen peaks of Tippy Top. Ooblets waddles its way onto Nintendo Switch this summer. Ja, also wie gesagt, ganz nett, aber nicht unbedingt was für mich. Ganz kurz nur allgemein möchte ich dazu sagen, also für meinen Geschmack könnten sie ruhig einfach nur normale Trailer zeigen, als diese, ja, wie nennt man die Dinger, ne? Featurettes, keine Ahnung, wo irgendwelche Entwickler vielleicht noch drüber reden oder so. Das geht mir dann oft zu sehr ins Detail, weil wenn einen das Spiel dann nicht interessiert, dann hängt man da ein paar Minuten. Ich würde lieber gerne erstmal kurze Trailer sehen und dann den ganzen Rest so hinten dran, wie sie es ja öfter mal bei Nintendo auch schon mit ihren eigenen Spielen gemacht haben, dass dann nach der ganzen Direct irgendwie nochmal so 10, 15 Minuten Pokémon oder so hinten dran gehängt werden, für die es interessiert. Finde ich besser, aber naja. Okay, also jetzt geht's weiter mit, keine Ahnung, was für ein Spiel. Colorful and mesmerizing planets await. In Nie this gehört. fast-paced action RPG across the cosmos. In this deeply story-driven game by Stormmind Games, you'll use both strength and wits to interact with others and conquer the challenges ahead. Balancing the duality of your physical and mental powers is key. Sacrifice one for the other against opponents and things might not turn out well for you. Ich mache auch hier mal kurz Pause. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde,
von diesen Spielen, also dieser Art Spielen, wird man irgendwie auch überschwemmt. Diese isometrischen oder auf jeden Fall Top-Down Action-Adventure, entweder im Pixel- oder Retro-Look oder nicht, pastellig oder Neon, ja, irgendwelche Endgegnerkämpfe. Also mich erinnert das so ein bisschen auch an, wie hieß das Spiel? Path of Stories, glaube ich, was ich letztes Jahr gespielt habe. Das hat mir erstmal in der Richtung gereicht. Außerdem habe ich noch Death's Door, auf das ich noch warte. Das habe ich Retail irgendwo bestellt. Und das wird ja auch wieder in die Richtung gehen und deshalb auch das hier leider nichts für mich. Also ich beschränke mich dann auf Zelda und einige Highlights oder Perlen, die ich mir dann rauspicke. Mag ein gutes Spiel sein, ich will den Entwicklern nichts Böses, aber für mich ist das erstmal nicht interessant. Gucken wir weiter. Your conscience will carry the weight of your decisions. What kind of hero will you become? Choose your destiny in Batora, Lost Haven, launching on Nintendo Switch this autumn. こんにちは、生高橋です。エルケッドがもうすぐ Nintendo Switch で遊べるようになります。エルケッドは私が学生時代の頃、Jetzt habe ich den Namen gar nicht テ gelesen. ーマのコンテスト向けに好きなゲームからインスピレーションを受けて開発したプロトタイプ作品になります。私が学生を卒業した後にそれをブラッシュアップしたのが本作になります。シンプルな操作と直感的なルールからは想像もできないようなひらめく体験をご用意しておりますので、ぜひ Nintendo Switch で楽しんでみてください。Okay, wieder Retro. Bisschen NES-Look, aber etwas feiner von den Linien her. Aber Farbgebung erinnert total an NES und Schattierung und so weiter. Ja. Man könnte mich jetzt schon fast für einen Videospielhasser halten, aber auch das ist jetzt nicht so richtig meins. Nur Puzzle-Plattformer. Da habe ich nie mehr Geduld als für ein paar Minuten zu und holt mich nicht so richtig ab. Elechead, okay. Oder Elechead. Then we've got just the game for you from Nama Takahashi, a one-person development team. Here, you're Respekt a small natürlich. robot named Elec, who's Elec. on a mission to Elechead. restore light to the world while navigating a booby-trapped facility. By using your electrifying powers to touch walls, floors, platforms, and switches, electricity will charge through them and bring them to life. Hey, don't get ahead of yourself. Well, I mean, actually, you should. Detach and throw your head to trigger objects. You'll need to retrieve it within 10 seconds, or else. Oh, da fällt mir jetzt gerade, wie hieß dieses Spiel? Es gab mal ein Spiel mit so einem Art Astronauten oder so. Sah auf jeden Fall aus wie ein Astronaut, wo man auch seinen Kopf wegwerfen konnte. Also Block gab es natürlich auf dem Super Nintendo. Ich glaube, Rayman schmeißt ja auch seine Gliedmaßen, ne? Aber es gab eins, das hieß auch irgendwas mit Head. Da basierten die Rätsel auch darauf, dass man seinen Kopf separat gesteuert hat. Ich habe es nicht gespielt, aber ich fand es sah interessant aus. Egal, ich schweife wieder ab. There are plenty of hidden rooms and secrets to discover, so use your head, literally, to explore every nook and cranny of the facility. Elechead bolts onto Nintendo Switch this summer. Okay, das kommt mir sogar bekannt vor. Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Oder war es nur ein Bild irgendwo? Oh, Rhythmuskämpfe, okay. Und so ein bisschen Twin-Stick-Shooter vielleicht noch. Auch nicht meins. Und wie ich gerade gesagt habe, ne, wieder hier Top-Down, Action, Neon-Look. Ja, nee. Sieht auch nett gemacht aus, aber ist halt alles irgendwie ein Brei für mich mittlerweile fast. Und wenn ich mal ein Rhythmusspiel probieren sollte, dann erstmal Cadence of Hyrule, was ich auch noch hier im Regal stehen habe. Soundfall, stimmt. Okay. This fast
fast-paced, rhythm-based dungeon crawler from Noodle Cake and Drastic Games combines looter-shooter action with musical gameplay that'll keep you on your toes. And tapping your toes. As a guardian of harmony, you're transported to the world of Symphonia to battle the forces of discord. Move to the music solo, or with up to 4 players locally or online, as you restore harmony to Symphonia's corrupted lands. Levels and encounters are dynamically generated from the music, and there are over 140 songs to choose from. Okay, das ist eine coole Mechanik auf jeden Fall, ne? Before jumping into the fray. Dass du dir selbst die Musik aussuchst und das Spiel richtet sich dann danach aus. Also, das finde ich cool. Macht das Spiel jetzt aber nicht wesentlich interessanter für mich, aber für die Leute, die es spielen, ist es natürlich ganz cool, denke ich mir mal. Thousands of loot combinations, giving you opportunities for multiple playthroughs. Get your head boppin' to Soundfall, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Ah ja. Also wen es interessiert, ne, dann könnt ihr es jetzt schon spielen. Freezing in here. You better be ready to weather the snowstorm in Wild Frost. Take on the harsh elements in this tactical roguelike deck builder from Deadpan Games. Ja, Überraschung, diese Build and customize your Kartenspiele deck as you sind auch set nicht off meins. to put an end to the eternal frost. Den Stil mag ich aber, also sieht nett aus. Use him to battle wave after wave of monsters, from the deceptively cute penguins to brash and brutal bosses. Plan your next move using the dynamic counter system Ist auch, ich glaube, ich habe gerade gesehen, Shucklefish. Das waren ja auch die, die Stardew Valley gepublished haben, meine ich. Ne? Expand the hub town of Snowdwell to unlock new events and cards. Helpful for your fight against the perpetual winter. Wild Frost makes its snowy debut on Nintendo Switch. You guessed it, this winter. Hej, jag heter Hanna. Und ich heiße Rebecca. We're from Landfall Games, a small game studio based in Stockholm, Sweden. And we are excited to announce that our game, Totally Accurate Battle Simulator, or TAPS for short, will be coming to Nintendo Switch. We first started working on TAPS in 2016. The idea was to make a game that is inspired by the feeling you got when playing with your action figures as a kid. Okay. We then added the strategy and fighting elements and turned the game into the wobbly experience that it is today. Our wonderful community has been with us along the way and helped us shape the game with their suggestions and feedback. So together with them, we're proud to bring TAPS to this awesome platform. Ja, okay. Ich sag jetzt mal gar nichts mehr dazu, ne? Also, ja. Nett. Wobble wobble. Wait, what? You heard that right. In this fighting game from Landfall Games, you'll lead teams of over 100 wobblers in battle, hailing from ancient lands, spooky worlds, and fantasy realms. Those wobbly physics are, very, wobbly. Oh, they're awesome! And those aren't your garden variety battles either. Watch your wobblers flail and fail in silly simulated battles. Or make new ones in the unit creator and customize their size, Auch nett. weight, and speed, among other stats. Can't get enough of the wobble? Send them to fight your friends in online multiplayer mayhem. Say it with me, it's wobbling time! You never cease to amaze me. Totally Accurate Battle Simulator. Wobbles. It's way onto Nintendo Switch this summer. Okay. Gato Roboto, ach, das war diese Weltraumkatze, ne? Die kenne ich sogar noch. Auch nicht gespielt natürlich, wie könnte es auch anders sein, aber ist mir ein Begriff. Action-Abenteuer, Noir-Stil. Im Retro-Noir-Stil, glaube ich, stand da, ne? Naja.
Okay, aber... Also Stil, ja. Hat was. Aber gameplay-technisch jetzt auch wieder nicht das, worauf ich gerade Bock habe. Fragt mich nicht, worauf ich gerade Bock habe. Das ist eh gerade schwer, aber Gunbrella gefällt mir der Name auf jeden Fall, ja. You're a gruff Deswegen woodsman on a Enter the quest for Gungeon. revenge in this noir punk action adventure from Doinksoft. Armed with the titular Gumbrella, you'll maneuver through various locations. Hat da jemand from a cultish town to a junkyard Kingsman fortress. gesehen und gedacht, Use the Gumbrella das Ding to ist geil, da mache ich ein glide, Spiel draus? Swing, dash, dive, and take out enemies in gritty side-scrolling combat. Along the way, you'll scavenge for scraps and spare parts to upgrade the Gumbrella. And employ your sleuthing skills to assist a cast of increasingly bizarre characters in a world rapidly losing its natural resources. And that's just the beginning of your investigation. Plenty of dark twists and turns lie ahead. Gumbrella launches on Nintendo Switch next year. Hey everyone, I'm Jared Huntley, lead programmer on We Are OFK. And I'm Luca LaFay, lead singer of the band OFK. We're super excited to kommt mir auch announce that our bekannt music vor. biopic game is coming to Nintendo Switch. Yes! Ooh, I can play it on a tour bus. Ugh, I can't wait to tour together. Wurde das mal We bei haven't Game seen 2 each other vorgestellt since vor that nicht music kurzer video Zeit? brainstorm at your place in LA Nicht allzu in langer Zeit, meine Güte. 2019? Yeah, wow. Aber- And with the game on handheld, it'll be easy to play the new episodes that are coming out every single week, back to back to back. Can't wait to share OFK's story and music with y'all. Hey Jared, can I get your opinion on tour outfits? 80s. Pastell und Neon. Also 80s Musik meinte ich natürlich, ne? So ein bisschen Elektro, Synthie, Gedöns. Also ja gut, nicht wirklich 80er, aber so ein bisschen. Fühle ich. Sorry. This musical narrative from indie pop band OFK is gonna take you on quite the emotional ride. Set in downtown Los Angeles, Itsumi Saito struggles to establish herself in LA's ruthless music scene while managing a full-time job, a social life, and a brutal commute. But a chance encounter with a rising Hollywood music producer may give her the edge she needs to achieve her dreams. Through episodes released weekly and interactive music videos with a fully Okay. voiced cast, Gott. you'll witness the lives of Itsumi and her friends unfold. You're allowed to take a break and not be afraid for a second. Entschuldigung. Thank you. From fighting over song lyrics at band practice to sending silly memes via text, it's a heartfelt making of the band journey that's sure to pull at your heartstrings. We Are OFK. Drums onto Nintendo Switch this summer. Okay, da muss ich kurz einhaken. Also jetzt so insgesamt finde ich das tatsächlich gar nicht so wenig ansprechend. Also mir gefällt auf jeden Fall der Stil, die Musik, die Atmosphäre, Beleuchtung, also Lichtstimmung, dass es ein interessanter Mix scheinbar ist. Ne? Klingt für mich allerdings auch so ein bisschen Richtung Persona, aber jetzt ohne Kämpfen. Also was man eher mehrere Sachen gleichzeitig machen muss. Ich sag mal so, also ich würde es tatsächlich mal spielen, wenn es irgendwann mal im E-Shop im Sale wäre und wenn die Spielzeit jetzt nicht unheimlich lang wäre. Ich sag mal, wenn das so ein 5 bis 10 Stunden Spiel wäre, könnte ich es mir vorstellen, mir das mal anzugucken, aber ich habe da jetzt nicht Lust, mehrere Wochen oder so zu investieren. Dafür ist es dann doch nicht so richtig mein Genre. Aber insgesamt finde ich den Mix ansprechend, muss ich sagen. Ja, viel Erfolg dem Team, allen anderen natürlich auch. Mal gucken, was noch kommt. Hi,
I'm Dom. And I'm Tom. And we're Spiral Circus. We are an indie games developer based in Bristol, UK, and our passion for the stranger and surreal side of art is what brought us together. We both come from really different backgrounds. I was a research scientist and Tom's a fine artist. Because of the pandemic, we've been an entirely remote team, and almost all of Silt has been hand-drawn at night by me, which seems entirely appropriate for the subject matter. Our audio designer even set up a fish tank in his studio to record the underwater sounds that you'll be hearing throughout the game. We're really excited for you to experience our hand-drawn work brought to life, and we hope you enjoy exploring the strange oceanic world of Silt on Nintendo Switch. Take a deep breath and dive into the harrowing ocean abyss. In the depths of this puzzle adventure from Spiral Circus Games, you'll unravel long-forgotten mysteries as you explore a surreal underwater. Ich muss mal wieder dazwischen grätschen. Ja, sieht schön aus, aber sieht aus für mich wie eine Mischung aus Limbo und Song of the Deep, was ich schon komplett durchgespielt habe. Mal eins der wenigen Spiele, die ich durchgespielt habe. Und ja, denke ich mal, ja, spieltechnisch ähnlich und deshalb jetzt auch nichts, worauf ich besonders scharf wäre momentan. Aber ja, auch hier sieht auf jeden Fall aus, als ob da viel Liebe reingeflossen ist. Dem Team alles Gute. Und weiter. Filled with strange machinery, ancient ruins, and dangerous ocean inhabitants. A variety of sea creatures can be possessed. Harness their abilities to solve puzzles, navigate the haunting environment, and survive encounters against deep-sea Goliaths. Also There's Präsentation. more than meets the Top. eye in this unsettling, monochrome world. Plunge into the dark waters of Silt, launching on Nintendo Switch next month. Hey, a way to avoid traffic. Morning commutes can be a real jam, if you get my drift. Oh, I know, right? But guess what? In many motorways from developer Dinosaur Polo Club, the key Sind das die gleichen, die hier dieses Metro irgendwas gemacht haben? Draw and build roads to create a bustling metropolis and keep traffic flowing on maps inspired by real-life cities. As demands interchange, you'll continuously redesign and expand via upgrades like highways and roundabouts. Ramp up the difficulty by taking part in daily and weekly challenges. Oh Gott, nee. More maps will unlock as you become a master road designer. Wobei, ja gut. How long can you keep the cities Motiviert of the dann world natürlich vielleicht hin und wieder mal eine Runde zu machen, aber Motorways, cruising onto Nintendo Switch shortly after this presentation. auch wieder nichts für mich. Whoa, a flying hospital. That's new. I've never seen that before. Then hop aboard this heartfelt narrative adventure from Ghost Pattern, set in 1970s rural Australia. Ich muss es einfach mal kurz sagen, ne? Ich habe direkt so Flashbacks, so Erinnerungen an die Tiefseetaucher, den Wes Anderson-Film. Aquatic Life of Steve Zissou, glaube ich, oder so ähnlich. Ja, also optisch gefällt es mir auf jeden Fall schon mal. Spielerisch mal abwarten. As intrepid teen journalist Casey, you'll come to know a diverse cast of eclectic voiced characters through the stories they tell and the moments you share. Each story unfolds in real time, at the same time, so you get to choose which ones you want to experience. Follow the hospital's inhabitants, eavesdrop on them, or enter the room and be part of the conversation. Darcy, right? Mrs. B's kid? It's, Casey. Not, Casey. Just Casey. Sure. By keeping track of information in your notebook and spending time with certain characters, you might unearth new stories, locations, and revelations. Multiple playthroughs will also give you the opportunity to witness other events, allowing you to delve deeper into the stories and weave together mysteries aboard the airship. Wayward Strand lands on Nintendo Switch July 21st. Ja, überraschenderweise wäre das jetzt doch eher was für mich, vorausgesetzt es ist auch nicht zu lang. Also ich mag die Atmosphäre,
ich bin jetzt nicht so der Fan von diesen Multiple Playthroughs. Aber so ähnlich wie dieses Spiel stelle ich mir auch so Spiritfarer vor. Also zumindest ungefähr so entfernt. Und deshalb denke ich mal, da werde ich erstmal das spielen. Und aber das mal gucken, wenn es irgendwann mal im Sale oder sonst wo mir über den Weg laufen sollte. Ne? Warum nicht? Sieht auf jeden Fall auch schon mal nicht uninteressant aus, prinzipiell. Ich bin auch irritiert, was für Spiele mich jetzt hier eher ansprechen. Aber mal gucken, vielleicht kommt ja noch ein richtiger Knaller. Aber so viel ist es jetzt auch nicht mehr, denke ich. Was haben wir noch? Ja, 7 Minuten knapp. Mal gucken. A randomly generated world. Und da haben wir schon Knaller, weil davon habe ich schon mal was gesehen. Auch das wurde, glaube ich, mal bei Game 2 oder so vorgestellt. Im Ticker oder keine Ahnung, oder in so einem Indie-Special. Kann auch sein. Ich glaube, Indie-Special war es. Das hat mich auf jeden Fall damals sehr interessiert. Und deshalb halte ich jetzt mal den Mund. Waits in this action-adventure game from Massive Monster. As a possessed lamb saved by a foreboding stranger from a ritual sacrifice, you need to repay your debt by creating a loyal community of woodland worshippers. Gather resources to build structures. Then, gather your courage to brave deadly dungeons like the Silk Cradle. Venture through its dark depths, teeming with razor spiders and toxic millipedes, to challenge the dungeon's overlord Shamura. There ain't anything sheepish about it. Cult of the Lamb trots onto Nintendo Switch this year. Ja, ist spielerisch vielleicht gar nicht so weit weg von den anderen Sachen, von denen ich vorhin gesagt habe, dass sie mich nicht so interessieren, beziehungsweise dass es so viel davon gibt. Aber hier kommt dann der Stil und ja, der Humor dazu. So, ich habe mal so ein bisschen Vibes so an South Park, ne? Natürlich die Folge mit den, wie hießen sie, Christmas Critters, keine Ahnung, ja, die Tiere im Wald. Fand ich auf jeden Fall eine interessante Idee hier. Wenn ich das Bild sehe, muss ich direkt an Gravity Falls denken. Leute, die es gesehen haben, kennen es vielleicht. Ne? Ich sage jetzt mal nichts, weil da ist auch interessante Story drin. Ja, also auf jeden Fall eins der Spiele, die mich jetzt am meisten interessieren hier bei der Indie World. Jetzt, ich denke mal, vielleicht noch 2 Titel. Mal gucken. Okay. Souls-like. Okay. Shells-like. Ja, okay. Ich dachte schon. Aber gut, hätte ja auch sein können, ne? Warum nicht mal Spielmechanik, aber andere Optik? Spricht ja nichts dagegen. Kann ja auch sein, dass das so ist. Another Crab's Treasure. Ja, überraschenderweise auch das spricht mich gar nicht wenig an. Könnte ich mir vorstellen, mal reinzuspielen. And it didn't make us rich. So this time we're selling out and giving the people what they want. Crabs. Our second project is a crustacean-themed Souls-like, Another Crab's Treasure. Through our extensive research, we've found that crabs are the perfect enemy for an action game. Natürlich. They've got natural weapons, can strafe from side to side, and you can hit their weak point for massive damage. Souls-likes are known for their difficulty, and we want to create a game that maintains that challenge while being approachable for new fans of the genre. Ooh, what if you died in one hit when you're not wearing a shell? I just said it's supposed to be approachable. Oh, what if every time you dodge roll, there's like a 1% chance that you just trip and fall over? Well, looks like our segment's over, everyone. It's time for Crab. All right, Eriko, put your Ja, pincers okay. up. Oh, here we go with the crab puns. Crab-salutely. Anyway. Aber auch hier, ne, es dürfte nicht zu lange gehen. Also. Aber ich finde die Idee lustig, die Herangehensweise, ne? You'll scavenge for trash and use it as a shell to defend yourself in challenging combat. There are over 50 potential shells, so get shellfish with them and repel enemies with powerful umami magic. If you don't, you'll be in a pinch before you know it. After all, one crab's trash
is Another Crab's Treasure, which sidesteps onto Nintendo Switch next year. For our last segment, we'd like to show you a sneak peek of several more indie games coming to Nintendo Switch. Enjoy! Oh, das ist wieder so ein Meta-Ding. Stil, sehr schön, aber vom Spiel her, glaube ich, nichts für mich. Da bin ich auch raus. Ja, auch mal ein netter Stil, aber scheinbar einfach nur ein Kartenspiel, ne? Curse to Golf habe ich auf Twitter hier und da schon mal gesehen. Die Entwickler kamen ganz sympathisch rüber. Könnte ich mir dann auch vorstellen, mir das mal anzugucken. Sieht optisch mal wieder ganz nett aus. That's all for today's Indie World. We hope you enjoyed the slew of games in today's showcase. A big thank you to our indie community and indie partners working on games for Nintendo Switch. And as always, thank you for watching. Until next time, happy gaming! Ja, das war ja fast mein Motto am Ende. Aber ja gut, ganz kleines Fazit mal. Ja, schön, dass ihr geguckt habt. Hier diese Ausgabe, die erste Ausgabe von Olli hasst Spiele. So könnte man es fast meinen. Ja, Pech gehabt. Also es war natürlich alles auf eine eigene Art und Weise ganz nett. Aber halt nicht viel für mich dabei. Das liegt zum einen daran, dass es jetzt, ja, mein Geschmack auch nicht der einfachste ist oder viele Faktoren reinspielen und zum anderen, dass ich momentan gerade sowieso so ein bisschen so eine spielmüde Phase habe, das total bescheuert ist, weil ne, jetzt habe ich gerade die PlayStation 5, war total heiß auf Horizon und habe mehr als die eine Stunde ungefähr, die ich es angespielt habe, noch gar nichts gespielt. Also das Einzige, was ich jetzt öfter gespielt habe, war wieder Battlefield mit den Kumpels. Aber ja, mal gucken. Manchmal ist das so, ne? Man kennt es ja. Da hat man irgendwie keine Lust richtig. Bescheuert, aber was soll ich machen? Ja, und hier war es jetzt genauso. Also es sind so, ihr habt ja mitgekriegt, so, ich sag mal, 5 Titel, die mich doch einigermaßen angesprochen haben, aber jetzt nichts, was mich jetzt total umgehauen hätte, wo ich jetzt gedacht hätte, boah, geil. Aber es ist halt auch eine Indie-World, ne? Also nicht, dass das da nicht passieren kann, aber ich bin dann doch eher der drauf abfährt, wenn ein neues Zelda angekündigt wird oder ein Remake von einem alten Zelda oder irgendwie sowas, ne? Irgendwas, womit ich schon was anfangen kann. Etwas größere Titel. Ja. Aber mal gucken. Wie gesagt, da waren ja doch ein paar Titel dabei, die ich mir mal angucken würde, prinzipiell. Ja, wie war es bei euch? Habt ihr da was gesehen, was euch interessiert? Hattet ihr da schon was von auf dem Schirm und freut euch jetzt, dass es angekündigt wurde, dass ihr mehr gesehen habt? Hat euch was komplett überrascht? Gerne eure Kommentare in die Kommentare. Ne? Oh mein Gott, ich bin ein bisschen durch. Ich bin direkt jetzt nach der Arbeit aufgezeichnet. Ihr kennt das vielleicht auch. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe gesagt, das war es dann jetzt hoffentlich erstmal mit Reactions. Ne? Also ich will euch ja nicht damit auf die Nerven fallen, aber es war jetzt halt so, dass viel hintereinander kam. Ich wüsste jetzt nicht, dass noch was angekündigt ist. Wenn noch was kommt, dann mache ich es halt dann trotzdem. Tut mir leid, aber wie gesagt, mindestens 2 andere Videos von anderen Formaten kommen jetzt auf jeden Fall noch in naher Zukunft. Und danach geht es ja dann nächste Woche und so weiter in dem gewohnten Trott, denke ich mal. Ja, gut. Dann soll es das jetzt auch gewesen sein. Und ich sage wie immer, danke fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.